Welcome to this creative adventure. Woohoo! Hi, ich bin Jonas und möchte dich in diesem Video für die Arbeit mit Stencils begeistern. Und damit ich dich nicht langweile, springe ich auch direkt in den kreativen Prozess. Man nehme ein beliebiges Foto und lade es bei ChatGPT hoch und sage, ich will ein cooles Comicbild hiervon haben. Und zack, fertig. Wahnsinn, wie gut das mittlerweile klappt. Und nun das Motiv rüber zu Photoshop. Hier entferne ich erstmal den Hintergrund und vergrößere dann die dunklen Bereiche, damit ich später etwas mehr Abstand zwischen den Flächen habe. Das ist wichtig, damit die auszuschneidenden Flächen später nicht zu fitzelig werden. Dann etwas mehr scharf zeichnen, damit die Flächen etwas klarer und somit besser mit dem Zauberstab auswählbar sind. Jetzt dupliziere ich mein Motiv 6-mal, sprich ich erschaffe 6 verschiedene Ebenen, die ich später einzeln bearbeiten kann. Sprich, es wird eine sogenannte Multilayer-Schablone. Klingt kompliziert, wird aber ganz einfach. Nun bereite ich die erste Fläche vor. Sie wird einfach schwarz. Als nächstes widme ich mich der ersten Farbe. In diesem Fall die Haare und die Augenbrauen. Dies wird meine braune Ebene. Sprich, ich markiere alles, was später braun werden soll. Hier kann ich natürlich in den einzelnen Details jede Menge Pingelarbeit betreiben, aber ich darf nicht vergessen, dass ich später auch jederzeit alles nochmal beim Schneiden korrigieren kann. Beim Schauen auf die zweite Ebene, aus der ich ausgeschnitten habe, kann ich nochmal gut sehen, ob ich einen braunen Bereich vergessen habe. Und diesen zusätzlich ausschneiden und zu der vorigen Ebene hinzufügen. Als nächstes kommt die gelbe Ebene, in diesem Fall besonders einfach und gut überschaubar. Einmal kurz überprüfen und zack, ausschneiden und fertig. Als nächstes kommt die graue Ebene. Etwas komplexer, aber wie bei allen Comic-Motiven sind die verschiedenen Farben überschaubar. Ausschneiden, einmal überprüfen, etwas übersehen, kein Problem, korrigieren, hinzufügen und zur nächsten Ebene. Die Augen, wirklich keine große Herausforderung und zack. So, nun habe ich 5 Ebenen, schwarz, gelb, weiß, braun, grau und dazu kommt noch eine zusätzliche unbearbeitete Variante. Das heißt, ich schicke jetzt 6 Drucke an meinen Drucker und in diesem Falle in DIN A3. Mit meiner Beute mache ich mich jetzt nun direkt auf in mein Künstlerparadies, mein kleines Wildnisatelier. Jetzt habe ich 6 DIN A3 Kopierpapierblätter und damit hieraus wirkliche Profischablonen werden, hinterlege ich diese Blätter mit leichtem Gewebeband. Diese Methode ist ein echter Gamechanger. Damit erschaffe ich Schablonenvorlagen, die nicht schnell reißen und sich trotzdem gut schneiden lassen. Und los geht's! Zack, erste Schablone fertig. Bei der zweiten Schablone schaue ich mir vorab noch einige Stellen an und nehme gegebenenfalls Korrekturen vor. Dabei kann ich hier schon sehen, dass es einige eingeschlossene Flächen gibt,
die beim Schneideprozess wegfallen werden. Auf diese komme ich später nochmal zurück. Und los geht's. Und auch bei der nächsten Schablone nehme ich vorab noch einige Korrekturen vor. Dabei ist ein Lackstift hilfreich. Das mit Gewebeband hinterlegte Papier lässt sich wie Butter schneiden. Und wenn du neu bist beim Schablonenschneiden, empfehle ich dir sehr, dies zu tun, damit du auch bei kniffligen Schneidearbeiten große Freude hast. So, die Schneidereise nähert sich dem Ende. Und nun kommen wir zur letzten unbearbeiteten Schablone, bei der du dich wahrscheinlich gefragt hast, wofür diese überhaupt nützlich ist. Nun, sie dient zum einen als Vorlage, damit ich immer mal wieder schauen kann, wohin die Reise geht. Und zum anderen bildet sie den entscheidenden Abschluss. Mit ihr sprühe ich alle Flächen auf, die in den anderen Schablonen durch Einschluss weggefallen sind. Falls du jetzt nur Bahnhof verstanden hast, achte einfach ganz aufmerksam auf den kommenden Sprühprozess und du wirst am Ende verstehen, was ich meine. Viel Spaß! Da die Schablonen sehr genau übereinander gelegt werden müssen, markiere ich mir den Hintergrund mit Malerkrepp. Und hier kommt schon der nächste Gamechanger: repositionierbarer Sprühkleber. Dies ist einfach ein wiederlösbarer Kleber, der dafür sorgt, dass die Schablone bombenfest anliegt. Und somit erzeugt er hervorragende Sprühergebnisse. Hasta la vista. Hey, ich hoffe, ich konnte deinen Horizont etwas erweitern. Und es war der ein oder andere mind-blowing Moment für dich dabei. Falls da noch Fragezeichen vorhanden sind, stell sie einfach in die Kommentare. Ich beantworte alles. Tschüss!